Jahrzehntelang war China der Wachstumsmotor der Welt. Davon haben viele profitiert. Verbraucher durch günstige Importe, Unternehmen durch hohe Investitionen in China und später auch durch die wachsende Nachfrage nach Konsumgütern im Land selbst. Doch heute scheint dieser Motor ins Stocken zu geraten. Handelt es sich nur um eine vorübergehende Schwäche oder um den Beginn einer lang anhaltenden Krise? Und vor allem, kann China seine geopolitischen Ambitionen unter diesen Bedingungen noch lange finanzieren? Macht es euch bequem und wir legen los. Ende der 70er Jahre war die wirtschaftliche Lage in China katastrophal. Das Land war so arm, dass es praktisch nur wachsen konnte, sobald man die fesselnde Planwirtschaft auch nur ein wenig lockerte. Menschen arbeiten eben nicht dauerhaft nur für eine Idee oder eine unrealistische Vision, die nicht einmal ihre eigene ist. Sie wollen für ihre Arbeit bezahlt werden, egal ob in China oder irgendwo sonst auf der Welt. Einschüchterung und Propaganda wirken nur kurz, aber nie dauerhaft. Am Ende schlägt der Kühlschrank immer den Fernseher. Menschen stehen nur dann vom Sofa auf und gehen arbeiten, wenn am Ende des Tages auch etwas im Kühlschrank landet. Sonst sitzen sie in der Küche und überlegen, wie sie den Staat austricksen können, um wenigstens das Nötigste zum Leben zu haben. China war bitterarm, die Produktivität lag am Boden. Schon kleine Reformen hatten enorme Wirkung. Als die Bauern Land pachteten und ihre Überschüsse selbst verkaufen durften, stieg die Produktivität sofort. Und die Versorgung verbesserte sich spürbar. Deng Xiaoping öffnete Ende der 70er Jahre zudem teilweise die Grenzen für ausländisches Kapital. Im Gegensatz zu vielen anderen armen Regionen der Welt war China politisch stabil. Kein Bürgerkrieg, keine Klangkämpfe, keine Konflikte mit Nachbarstaaten. So entstand eine einmalige Kombination. Eine scheinbar unerschöpfliche Menge extrem billiger und motivierter Arbeitskräfte, eine stabile politische Lage und zusätzlich steuerliche Vorteile, wenn auch zunächst nur in bestimmten Sonderwirtschaftszonen. Für ausländische Investoren war dies ein Paradies. Kapital floss in Strömen ins Reich der Mitte. Neue Fabriken entstanden, vor allem in der Textilindustrie, in der Spielzeugproduktion und bei Elektronikbauteilen. Millionen Arbeiter zogen in die Städte und brauchten Wohnungen. Das führte zu massiven Investitionen in Infrastruktur, Energieversorgung und den Immobiliensektor. China hatte einen riesigen Rückstand aufzuholen und so begann eine jahrzehntelange Boomphase, die das Land in kürzester Zeit von einem Agrarstaat zur Werkbank der Welt machte. Aber bei einer Aufholjagd kommt man seinem Ziel immer näher. Der Abstand wird kleiner. Genauso war es auch in China. Mit neuen Unternehmen stieg der Bedarf an Arbeitskräften. Die Löhne zogen an und mit der Zeit verbesserte sich auch der Lebensstandard im Land. Aus der Fabrik der Welt wurde einer der größten Absatzmärkte der Welt. Doch der Kostenvorteil verschwand. Länder wie Vietnam oder Bangladesch waren inzwischen günstiger. Die Regierung in Peking musste reagieren, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Einerseits förderte sie gezielt Firmen in Hightech, Robotik, KI und E-Mobilität. Andererseits setzte sie massiv auf erneuerbare Energien, Infrastrukturprojekte und den Immobilienbau. An sich spricht nichts gegen die Förderung der Zukunftsbranchen oder gegen Investitionen in Infrastruktur und Energie, wenn sie sinnvoll sind und die Nachfrage da ist. Das Problem beginnt, wenn das Geld ausgegeben wird, nur um kurzfristig Wachstum zu erzeugen und das Ganze auch noch auf Pump finanziert wird. Nehmen wir an, eine Brücke wird gebaut. Arbeiter werden beschäftigt, Stahl und Asphalt eingekauft, das BIP steigt, alles sieht wunderbar aus, bis die Schulden zurückgezahlt werden müssen. Wenn die Brücke genutzt wird, Güter schneller transportiert werden können, Betriebe mehr produzieren und Steuereinnahmen steigen, ist das kein Problem. Wenn sie aber kaum genutzt wird, entstehen keine neuen Einnahmen. Die Schulden bleiben aber trotzdem. Genau solche wenig sinnvollen Projekte häufen sich. Dazu kam, dass Unternehmen häufig auf Vorrat produzieren. Überkapazitäten entstanden in riesigem Ausmaß. Und auch auf dem Immobilienmarkt bläht sich eine Blase auf. Warum? Weil viele Chinesen gar nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Kapitalverkehrskontrollen erschwerten Investitionen im Ausland. Die Finanzmärkte galten als undurchsichtig. Immobilien schienen die einzige sichere Anlage zu sein. Also kauften viele Familien nicht nur eine Wohnung zum Wohnen, sondern noch eine zweite oder dritte als Wertanlage. Ein weiterer Treiber waren die Lokalregierungen. Sie heizten den Bauboom aktiv an, weil ein großer Teil ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Landnutzungsrechten stammte. Außerdem wurden Parteikader nach Wachstumszahlen beurteilt. Neue Bauprojekte steigerten das BIP und schufen Jobs. Politiker drängten deshalb lokale Banken, großzügig Kredite zu vergeben. Bauunternehmen errichteten neue Projekte und Regierungen investierten in Infrastruktur, um neue Stadtteile attraktiv zu machen, oft auch dort, wo kaum Nachfrage bestand. Das eigentliche Ziel bei vielen dieser Projekte war allerdings nie, enorme Gewinne zu erwirtschaften. Wichtiger war es, der Regierung in Peking zu zeigen, wie dynamisch sich die eigene Region entwickelt und wie erfolgreich die Lokalpolitiker ihre Vorgaben erfüllen. Wachstum, neue Bauprojekte und steigende Investitionszahlen galten als Beweis für gute Arbeit, selbst wenn dahinter kaum reale Nachfrage stand. Dazu kam ein weit verbreiteter Glaube, dass Immobilienpreise nur eine Richtung kennen, nach oben, und jeder wollte auf den Zug springen.
Doch die demografische Entwicklung sprach längst dagegen. Die Bevölkerung begann zu schrumpfen. Wenige junge Menschen suchten neue Wohnungen, während gleichzeitig Millionen Einheiten leer standen. Hinzu kam, dass viele Wohnungen gar nicht dort entstanden, wo es Arbeitsplätze gab. Selbst neue Straßen, U-Bahnen und Versorgungsnetze konnten nicht verhindern, dass junge Menschen in die Metropolen zogen, wo sie Jobs fanden, während die frisch gebauten Wohnungen in kleineren Städten oder abgelegenen Regionen leer blieben. Es entstand eine riesige Blase. Heute macht der Bau- und Immobiliensektor Schätzungen zufolge zwischen einem Fünftel und einem Viertel der gesamten chinesischen Wirtschaft aus. Wie man aus dieser Blase herauskommt, ohne die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen, ist derzeit völlig unklar. Man muss allerdings dazu sagen, dass durch viele staatliche Maßnahmen hat die Regierung in Peking es geschafft, den Markt zumindest vorübergehend zu stabilisieren. Der Leerstand ist allerdings weiterhin ziemlich hoch. Neue Impulse aus diesem Bereich werden vermutlich in absehbarer Zeit nicht kommen. Eher werden die Verluste langsam abgebaut und der Bereich wird langsam schrumpfen. Als klar wurde, dass der Immobiliensektor kein Wachstum mehr generieren kann, die chinesische Führung aber aus politischen Gründen weiterhin Wachstum braucht, setzte Peking auf eine andere Strategie: die Produktion auszuweiten und die schwache Binnennachfrage durch steigende Exporte auszugleichen. Bis jetzt gelingt das China zumindest teilweise. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat sich seit 2018 fast verdreifacht. Während Importe zurückgehen, steigen die Exporte, sehr zum Ärger vor allem amerikanischer und europäischer Handelspartner. Von chinesischen Überkapazitäten ist in westlichen Medien mittlerweile fast ununterbrochen die Rede. Und tatsächlich, in vielen Branchen sind sie Realität. Nach offiziellen Angaben liegt die Kapazitätsauslastung in der Autoindustrie bei etwa 70%, in Deutschland bei rund 77%, beides deutlich zu niedrig. Die tatsächlichen Überkapazitäten in China dürfen aber noch höher sein, als die offiziellen Zahlen nahelegen, denn diese sind stets mit Vorsicht zu genießen. China ist ein hochgradig intransparentes Land. Im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen rangiert es auf Platz 178 von 180. Hinter China liegen nur noch Nordkorea und Eritrea. Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wirtschaftliche Lage in Wirklichkeit schlechter ist, als die offiziellen Daten vermuten lassen. In der Autoindustrie sind die Überkapazitäten gravierend, aber in der Solarindustrie ist die Lage noch dramatischer. Laut Solar Power Europe wurden 2024 weltweit neue Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von rund 600 Gigawatt installiert. China allein verfügt jedoch über eine jährliche Produktionskapazität von rund 1,4 Terawatt, mehr als das Doppelte der aktuellen weltweiten Nachfrage nach Solarmodulen. Selbst wenn die Nachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts auf jährlich 1 Terawatt steigt, würde Chinas Produktionskapazität noch immer rund 40% über den globalen Nachfrage liegen. Die Folge ist ein massiver Preisverfall. Seit 2006 sind die Kosten für Photovoltaikanlagen von 5.440 Euro pro Kilowatt Peak auf rund 1.530 Euro gefallen, ein Rückgang von etwa 72%. Für Verbraucher und Unternehmen, die PV-Anlagen installieren, ist das eine gute Nachricht. Für die Rentabilität chinesischer Produzenten jedoch ein Desaster. Reuters berichtete am 19. August 2025, dass Chinas Solarindustrie im vergangenen Jahr geschätzte 40 Milliarden US-Dollar Verluste angehäuft hat, da Überproduktion die Unternehmen dazu zwang, ihre Produkte unter den Kosten zu verkaufen. Infolgedessen kam es zur Entlassung von fast einem Drittel der Beschäftigten. Peking bereitet nun einen Fonds in Höhe von 50 Milliarden Yuan oder 6,9 Milliarden US-Dollar vor, um die Branche zu konsolidieren, unter anderem durch Stilllegung oder Zusammenlegung von rund einem Drittel der bestehenden Produktionskapazitäten. Überkapazitäten bringen viele Probleme mit sich. Wenn Werke nicht ausgelastet sind, bedeutet das zunächst verlorene Investitionen. Häufig wurden Kredite aufgenommen, um neue Fabriken zu bauen, Maschinen anzuschaffen und die Produktion auszuweiten. Mit den zusätzlichen Erlösen sollten die Schulden eigentlich zurückgezahlt werden. Doch oft zeigt sich, dass das Mehr an Waren, das nun hergestellt werden kann, keinen Abnehmer findet. Produzenten sind gezwungen, ihre Güter zu immer niedrigeren Preisen zu verkaufen, so billig wie nötig, um überhaupt noch Cashflow zu sichern. Da Ware im Lager nur zusätzliche Kosten verursacht, trägt aber nicht zu der Rückzahlung von Krediten oder zur Zahlung von Löhnen bei. So sinken die Erzeugerpreise in China bereits seit fast 3 Jahren. Das kann einerseits eine gute Nachricht sein, da es die Wettbewerbsposition chinesischer Unternehmen im Ausland stärkt. Doch die Wirkung wird durch Zölle wieder zunichte gemacht. Der preisliche Vorteil wird ausgehebelt. Gleichzeitig reicht die Inlandsnachfrage nicht aus, um die Produktion vollständig zu absorbieren. Einige Unternehmen sind sogar gezwungen, unter Herstellungskosten zu verkaufen, um überhaupt Liquidität zu sichern. Die Folgen zeigen sich klar in den Gewinnzahlen. Die Profite der Industrieunternehmen gingen 2022 im Jahresdurchschnitt um 4% zurück, 2023 um 2,3% und 2024 nochmals um 3,3%. Auch im ersten Halbjahr 2025 wurde erneut ein Rückgang verzeichnet. Das verdeutlicht, dass chinesische Unternehmen die sinkenden Erzeugerpreise nicht nutzen können, um ihre Gewinne zu steigern. Die strukturellen Probleme Chinas zeigen sich auch am Arbeitsmarkt. Die allgemeine Arbeitslosigkeit liegt zwar weiterhin stabil bei rund 5%, die Jugendarbeitslosigkeit ist jedoch deutlich höher.
Ihren Höhepunkt erreichte sie im Juni 2023 mit über 20%. Mittlerweile ist die Quote wieder gesunken, bleibt aber mit etwa 14% weiterhin sehr hoch. Das dämpft zunächst die Inlandsnachfrage. China versucht seine Probleme im Moment mit Geld zu überdecken und bisher klappt das auch im Wesentlichen. Aber die Frage ist, wie lange noch? Die Gesamtverschuldung in China ist hoch und mit steigender Tendenz. Insgesamt liegt Chinas Schuldenstand privat und staatlich zusammen bei rund 300% der Wirtschaftsleistung. Die Gesamtverschuldung der USA staatlich und privat ist fast vergleichbar, auch wenn leicht niedriger. Und auch die Amerikaner haben ein Schuldenproblem. Aber es gibt zwischen der amerikanischen und der chinesischen Verschuldung zwei wesentliche Unterschiede. Erstens, die USA haben den US-Dollar. Und zweitens, die US-Staatsanleihen sind überall gefragt und zählen immer noch zu den sichersten Anlagen der Welt. Das heißt, dass die USA sich auch bei sehr hohen Schulden problemlos refinanzieren können. China genießt noch lange nicht so viel Vertrauen bei den Investoren wie die USA. Deshalb könnte ein Refinanzierungsproblem in China viel schneller eintreten als in den USA. Der zweite Punkt ist der US-Dollar. Mit dem Dollar kann man Öl in Saudi-Arabien kaufen, Weizen in Argentinien oder Maschinen in Deutschland. Der Dollar wird überall akzeptiert. China verschuldet sich zwar auch, vor allem in eigener Währung, dem Yuan, aber der Yuan ist international kaum relevant. Nur wenige Länder halten ihn in nennenswerten Mengen als Reserve. Und außerhalb von bilateralen Abkommen, zum Beispiel mit Russland, Iran oder einigen Staaten in Afrika, wird er nur ungern genommen. Mit dem Yuan kann man eben nicht so einfach alles kaufen. Das heißt auch, wenn die chinesische Zentralbank den Yuan mit Risiken und Nebenwirkungen aber fast unbegrenzt schöpfen kann, nutzt es den Chinesen weniger als den Amerikanern, wenn die Fed den US-Dollar schöpft. Es gibt allerdings auch eine ganze Reihe von Bereichen, wo China uns sehr wehtun kann und wo wir einiges von China lernen können. Zwar kann jede gezielte staatliche Förderung auch Blasen erzeugen, weil der Markt diese Entwicklung nicht rechtzeitig bereinigen kann, und in China sehen wir eine ganze Reihe von Blasen. Nichtsdestotrotz scheinen viele Prioritäten, die China in den letzten Jahren gesetzt hat, zukunftsfähig zu sein. Ein gutes Beispiel dafür ist Chinas Umgang mit Ressourcen. China weiß genau, dass es bei Öl, Gas, Eisenerz oder Agrarprodukten wie Soja stark vom Ausland abhängig ist. Deshalb begann das Land schon früh, weltweit Rohstoffquellen zu sichern. Von Minen in Afrika über Gasprojekte in Zentralasien bis hin zu großen Agrarflächen in Lateinamerika. Gleichzeitig baut China strategische Reserven auf und investiert massiv in erneuerbare Energien, Batterietechnologien und Recycling, um die Abhängigkeit von Importen langfristig zu verringern. Auch Chinas Priorität in die Entwicklung von Elektroautos zu investieren macht absolut Sinn. Nicht nur, weil die Luft in den Großstädten dadurch spürbar sauberer geworden ist, was für Millionen Menschen schon ein enormer Gewinn an Lebensqualität bedeutet, sondern vor allem auch, weil es wirtschaftsstrategisch die deutlich klügere Entscheidung war. Deutschland hat über Jahrzehnte ein nahezu perfektes Ökosystem für den Verbrennungsmotor aufgebaut. Zulieferer, Forschung, Produktionsstandorte, Werkstätte, Know-how. In diesem Bereich mit aller Kraft mitzuhalten, wäre für China nicht nur extrem teuer, sondern im Grunde aussichtslos und langfristig ohnehin nicht zukunftsfähig. Stattdessen hat China früh die Chancen der Elektromobilität erkannt. Das Land verfügte bereits über eine Basis in der Batterieproduktion und einige Unternehmen, die mit neuen Technologien experimentierten. BYD etwa startete als Batteriehersteller und entwickelte sich mit staatlicher Unterstützung zu einem der größten E-Auto-Produzenten weltweit. Die Regierung setzte damit bewusst auf das richtige Pferd und baute parallel die gesamte Infrastruktur drumherum. Dazu gehörte zunächst die Sicherung von Rohstoffen. China verschaffte sich früh den Zugang zu seltenen Erden, Lithium und Kobalt, teils aus eigenen Vorkommen, teils durch langfristige Verträge mit Förderländern in Afrika und Südamerika. Gleichzeitig subventionierte der Staat massiv die Batterie- und Solarmodulproduktion, sodass China heute in beiden Bereichen die klare Weltmarktführerschaft innehat. Und auch bei der Ladeinfrastruktur ging Peking entschlossener vor. In den Städten entstanden in kürzester Zeit Hunderttausende Ladepunkte. Standards wurden zentral festgelegt und der Netzausbau wurde staatlich koordiniert. In Europa hingegen stritt man jahrelang darüber, wer eigentlich zuständig ist. Der Staat, die Kommunen, die Energieversorger oder die Autohersteller. Während China also gebaut hat, wurde hierzulande vor allem diskutiert. Mit der Förderung der Elektromobilität konnte China gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen stärkte es die eigene Industrie, zum anderen verringerte es die Abhängigkeit vom Öl. China importiert heute mehr als 70% seines Erdölbedarfs. Jedes neu zugelassene E-Auto bedeutet weniger Benzin- und Dieselimporte und damit mehr Souveränität im Energiebereich. Langfristig betrachtet verknüpft China mit dieser Strategie gleich mehrere Ziele. Saubere Luft und weniger Gesundheitskosten in den Städten, neue Exportchancen für eine zukunftsfähige Industrie, strategische Kontrolle über Schlüsseltechnologien wie Batterien und mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Auch bei der Drohnentechnologie hat China früh das Potenzial erkannt, sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch. Während Drohnen im Westen lange fast ausschließlich militärisch genutzt wurden, förderte Peking gezielt zivile Anwendungen. Unternehmen wie DJI entwickelten Drohnen für Fotografie, Landwirtschaft und Logistik und stiegen so zum globalen Marktführer auf.
Heute stammen rund 70% der zivilen Drohnen weltweit aus China. Die Regierung setzte dabei nicht nur auf günstige Produktionsbedingungen, sondern auch auf eine enge Verzahnung von ziviler und militärischer Forschung. Drohnen made in China sind längst nicht mehr nur ein Spielzeug oder Technik für Fotografen. Sie überwachen und bewirtschaften Felder, werden bereits für Kurzstreckentransporte von Paketen oder Medikamenten eingesetzt und finden zunehmend auch im Verteidigungssektor Anwendung, wo sie als kostengünstige Alternative zum klassischen Kriegsgerät dienen. Besonders deutlich zeigt sich das im Krieg in der Ukraine, wo auch zivile Drohnen aus chinesischer Produktion für Aufklärungen oder sogar als Waffenträger genutzt werden. Damit verfolgt China mehrere Ziele zugleich. Es schafft einen zukunftsträchtigen Industriezweig, der Arbeitsplätze und Exporte generiert. Es erprobt neue Technologien unter realen Marktbedingungen und er stärkt gleichzeitig seine geopolitische Schlagkraft. Für Peking ist das ein doppelter Gewinn, wirtschaftlich wie strategisch. Auch in der Robotik hat China die Weichen gestellt, um eine führende Rolle einzunehmen. Jahrzehntelang waren Japan und einige europäische Hersteller die Marktführer und setzten Standards bei Präzision und Zuverlässigkeit. Und sie tun es bis heute. Allerdings produzieren inzwischen viele ausländische Unternehmen ihre Roboter für den chinesischen Markt direkt in China, anstatt sie aus Deutschland, der Schweiz oder Japan zu importieren. Parallel dazu unterstützt die Regierung gezielt heimische Hersteller wie Eastun, Shearsoon oder eFord. Die Strategie dahinter ist klar. Mit steigenden Löhnen und einer alternden Bevölkerung kann China nicht mehr auf billige Arbeitskräfte setzen. Automatisierung soll Produktivität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten. Da die eigenen Produzenten noch nicht über ausreichend Kapazitäten und Know-how verfügen, um den Bedarf alleine zu decken, fördert die Regierung sowohl die Entwicklung als auch den Einsatz von Robotik, inklusive Subventionen für Unternehmen, die Roboter einsetzen. Dennoch holen auch die chinesischen Hersteller auf und entwickeln zunehmend Hightech-Lösungen. Service-Roboter für Krankenhäuser, autonome Systeme in der Logistik oder kollaborative Roboter für Fabriken. Noch erreichen sie nicht die Qualität und Zuverlässigkeit japanischer oder europäischer Anbieter, doch die Fortschritte sind klar erkennbar. Langfristig geht es Peking dabei um weit mehr als nur Effizienz. Robotik gilt als Schlüsseltechnologie mit militärischer und geopolitischer Bedeutung. China will die Kontrolle über diese Zukunftstechnologie gewinnen, um die bestehenden Abhängigkeiten von westlicher und japanischer Technik Schritt für Schritt zu verringern. Die chinesische Dominanz in vielen Schlüsselbereichen und Vorprodukten hat mittlerweile ein beängstigendes Ausmaß erreicht und Peking setzt diese Abhängigkeiten auch geostrategisch ein. Europa ist bei seltenen Erden, Magneten, Batterien und zahlreichen anderen Vorprodukten so stark auf China angewiesen, dass Peking uns im Zweifel erheblich unter Druck setzen könnte. China selbst hat seine Absatzmärkte dagegen systematisch diversifiziert. Das Land exportiert nicht mehr nur in die USA oder nach Europa, sondern zunehmend auch nach Südostasien, Afrika und Lateinamerika. Diese breite Aufstellung reduziert die eigene Abhängigkeit von einzelnen Märkten und stärkt die wirtschaftliche Souveränität Pekings. Wie weit China damit gekommen ist, zeigt der aktuelle Zollstreit mit den USA. Donald Trump hat dieses Jahr Strafzölle zeitweise deutlich von über 100% auf chinesische Waren eingeführt, woraufhin Peking mit Gegenzöllen reagierte. Doch selbst die USA konnten nicht einfach alle Importe aus China abriegeln. Ein solcher Schritt hätte die eigene Wirtschaft massiv getroffen. Nach mehreren Eskalationen einigten sich beide Seiten schließlich auf einen 90-tägigen Waffenstillstand, bei dem die US-Zölle auf rund 30% und die chinesischen Zölle auf etwa 10% begrenzt wurden. Dieses Abkommen wurde im August sogar verlängert. Das zeigt, China kann es sich mittlerweile leisten, auf Ultimaten nicht sofort einzugehen. Es ist durch seine Marktgröße, die technologische Basis und die Diversifizierung der Handelsbeziehungen so positioniert, dass selbst die USA vorsichtig agieren müssen. Für Europa, das deutlich abhängiger von chinesischen Lieferungen ist, bedeutet das, die Verwundbarkeit ist noch viel größer und damit auch der politische Druck, den Peking im Ernstfall ausüben könnte. Wie lange es sich China leisten kann, seine geostrategische Stärke über die Wirtschaft aufzubauen, bleibt allerdings fraglich. Neben der hohen Verschuldung und den massiven Überkapazitäten bremst auch die politische Kontrolle die weitere Entwicklung. Ein Beispiel ist die künstliche Intelligenz. China investiert Milliarden in KI-Forschung, fördert Start-ups und setzt neue Technologien im Alltag aggressiv ein. Doch das autoritäre Regime betrachtet KI vor allem als Werkzeug zur Kontrolle, nicht als freiheitliches Innovationsfeld. Im Westen gibt es nach wie vor eine lebendige Open-Source-Szene, etwa durch Universitäten, Forschungsnetzwerke oder Plattformen wie Hugging Face. Viele Modelle und Datensätze sind frei zugänglich, auch wenn große Tech-Firmen inzwischen vorsichtiger geworden sind und ihre leistungsfähigen Systeme nicht mehr komplett offenlegen. In China hingegen sind Forschungsprojekte deutlich stärker abgeschottet und staatlich gelenkt. Das bremst Kreativität und erschwert die internationale Kooperation. Gleichzeitig ist China nach wie vor auf Zusammenarbeit mit ausländischen Forschern angewiesen. Viele technologische Durchbrüche, auch im Bereich KI, entstehen in Kooperation mit Universitäten und Unternehmen in den USA oder Europa. Doch die politische Lage macht solche Partnerschaften zunehmend schwierig.
Westliche Staaten schränken Technologietransfers ein und Misstrauen gegenüber chinesischen Forschungseinrichtungen wächst. Ein weiterer Punkt ist die Attraktivität des Landes für Talente. Amerika konnte Jahrzehnte die klügsten Köpfe aus aller Welt anziehen und tut es bis heute. Silicon Valley wäre ohne internationale Talente kaum denkbar. China hat zwar starke Universitäten und eine wachsende Forschungslandschaft, bleibt aber als Wohn- oder Arbeitsort für viele hochqualifizierte Wissenschaftler unattraktiv. Mangelnde Meinungsfreiheit, Überwachung, eingeschränkter Zugang zu Informationen und eine oft restriktive Lebensweise schrecken ab. Damit zeigt sich, China kann mit massiven Investitionen zwar schnell aufholen und punktuell sogar Weltspitze erreichen. Doch die Kombination aus politischer Kontrolle, internationalem Misstrauen und geringeren Attraktivität für Top-Talente setzt Grenzen. Geostrategische Stärke auf wirtschaftlicher Basis lässt sich so aufbauen, aber ob sie langfristig tragfähig ist, bleibt offen. Dafür müsste sich auch der Staat und die Gesellschaft verändern. China müsste Überkapazitäten abbauen, damit Ressourcen nicht länger in unproduktiven Bereichen gebunden sind. Gleichzeitig wäre es wichtig, die Binnennachfrage zu stärken, um die Exportabhängigkeit zu reduzieren und der Gesellschaft mehr Freiräume zu gewähren, um Forschung und Innovation zu fördern. Doch gerade Letzteres ist kaum zu erwarten. China entwickelt sich zunehmend autoritär statt liberal. Hinzu kommt, dass westliche Regierungen den Technologietransfer aus strategischen Gründen immer stärker einschränken. Das erschwert Forschung und Innovationen in China erheblich. Viele Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz beruhen ohnehin auf Grundlagenforschung aus dem Westen. Je stärker sich China technologisch abschottet, desto schwieriger wird es, echte eigene Innovationen hervorzubringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass China in absehbarer Zeit die Position der USA einnimmt und für europäische Hersteller wieder zu einem riesigen Absatzmarkt wird, ist daher gering. Lernen können wir daraus allerdings viel. Erstens, die richtigen Prioritäten zu setzen und zweitens, Blasen, die sich in bestimmten Bereichen bilden, möglichst schnell und kontrolliert abzubauen, statt sie künstlich weiter aufzublähen, nur um Arbeitsplätze kurzfristig zu sichern. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.